Seit Jahrzehnten setzen wir auf moderne Technologie, um unsere Welt am Laufen zu halten. Hochgeschwindigkeitszüge, Elektrolokomotiven und computergesteuerte Transportsysteme sind zum Rückgrat unserer Infrastruktur geworden. Doch was, wenn genau diese Technologien eines Tages nicht mehr funktionieren? Was, wenn wir in eine Zeit kommen, in der wir keine elektrischen Lokomotiven mehr nutzen können? Unsere moderne Gesellschaft hängt von einer stabilen Stromversorgung ab. Jeder Zug, der mit Strom betrieben wird, ist auf funktionierende Leitungen, Umspannwerke und ein intaktes Netz angewiesen. Doch was passiert, wenn dieses System zusammenbricht? In der Vergangenheit haben wir bereits gesehen, wie Naturkatastrophen, Cyberangriffe oder wirtschaftliche Krisen große Stromnetze lahmlegen können. Ein starker Sonnensturm, wie er schon mehrfach in der Erdgeschichte vorgekommen ist, könnte das gesamte Stromnetz für Wochen oder Monate außer Kraft setzen. In einem solchen Szenario würden nicht nur Elektrozüge stillstehen, auch die gesamte Infrastruktur, die sie benötigt, würde versagen. Bevor elektrische Lokomotiven die Schienen eroberten, war die Welt auf Dampflokomotiven und später auf Diesellokomotiven angewiesen. Diese Maschinen waren nicht auf ein funktionierendes Stromnetz angewiesen, sie brauchten nur Kohle, Holz oder Diesel, um zu fahren. Viele dieser alten Lokomotiven wurden ausrangiert, verschrottet oder in Museen abgestellt. Doch einige Länder bewahren sie bis heute auf, weil sie wissen, in einer Krise könnten sie die letzte funktionierende Transportmöglichkeit sein. In Russland und China gibt es immer noch betriebsfähige Dampflokomotiven, die im Notfall reaktiviert werden könnten. Auch in einigen europäischen Ländern stehen noch alte Dieselloks in Reserve. Die Entwicklung neuer Technologien ist wichtig, aber sie darf nicht dazu führen, dass wir bewährte Lösungen völlig aufgeben. In einer Welt, die zunehmend von wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen geprägt ist, müssen wir uns fragen, können wir es uns leisten, alles auf eine Karte zu setzen? Ein Eisenbahnsystem, das ausschließlich auf Elektrizität angewiesen ist, ist extrem verwundbar. Wenn das Stromnetz versagt, versagen auch die Züge. Das bedeutet keine Versorgung mit Gütern, kein Personenverkehr und ein Stillstand in vielen Bereichen der Wirtschaft. Ein oft gehörtes Argument gegen den Erhalt klassischer Lokomotiven ist der hohe finanzielle Aufwand. Doch die Wahrheit ist, es braucht nicht unbedingt große Investitionen, um diese Maschinen funktionsfähig zu halten. In vielen Ländern gibt es Eisenbahnenthusiasten und Handwerker, die bereit wären, alte Lokomotiven zu warten und betriebsbereit zu halten, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Statt alte Loks zu verschrotten, könnten sie als strategische Reserve in Depots gelagert werden. Das Wissen über den Betrieb von Dampfloks und Dieselloks darf nicht verloren gehen. Es könnte in Zukunft wieder wertvoll werden. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Doch eines ist sicher, wer vorbereitet ist, wird in schwierigen Zeiten besser überleben. Ein vollständig elektrifiziertes Eisenbahnsystem mag heute modern erscheinen, doch es ist nicht krisensicher. Wenn wir jetzt handeln und zumindest einen Teil der alten Technologien erhalten, könnten wir in einer Welt ohne Stromversorgung immer noch transportfähig bleiben. Wer sich allein auf Elektrozüge verlässt, könnte eines Tages feststellen, dass die moderne Technologie nicht ausreicht, um alle Herausforderungen zu bewältigen. Jetzt ist die Zeit, alte Lokomotiven nicht nur als Museumsstücke zu betrachten, sondern als eine wertvolle Ressource für die Zukunft.